Herzlich willkommen hier bei Reisemobile Dirt zu unserem neuen Video, eurem Spezialisten, wenn es rund um das Thema mobiles Reisen geht. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Heute möchte ich euch einmal den Liner 4 zeigen. Das ist die Variante 53L mit dem Barschrank, also das längere Fahrzeug. Das Fahrzeug ist 8,55 Meter insgesamt lang und damit möchte ich euch einfach mal die Sachen zeigen. Als erstes im hinteren Bereich haben wir unsere große Rollergarage, so wie das auch von anderen Carthago-Fahrzeugen bekannt ist. Wichtig hierbei ist, dass ihr hier nochmal die Möglichkeit habt, insbesondere die Lehnen und Sitzflächen hier nach oben zu klappen, damit ihr hier eine vernünftige Durchladehöhe erreicht, sodass ihr eben halt Fahrräder oder den Roller auch problemlos hier reinstellen könnt. Dann haben wir in der Heckgarage hinten noch die Außendusche und wir haben unsere Stromzentrale, ähnlich wie wir es bei anderen Carthago-Fahrzeugen bereits kennen. Das zeigen wir euch aber dann nachher auch noch mal ein bisschen im Detail. Als nächstes haben wir dann hier unser Kühlschranklüftungsgitter. Mit diesem Kühlschranklüftungsgitter, das ist für den Absorberkühlschrank. Wir haben oben auf dem Dach einen zweiten Kamin für maximale Durchzugslänge, um die absolute Performance aus eurem Absorberkühlschrank rauszuholen. Hier haben wir die neue Carthago Aufbautür. Das ist eine Premium-Aufbautür mit 63 cm. Die hat auch den RFID-Chip. Das heißt, ihr kriegt nur noch so einen schwarzen Chip. Wenn ihr den Schlüssel nicht verwenden wollt, den haltet ihr hier dran. Dann lässt sich das Fahrzeug auch entsprechend öffnen und schließen. Auch eine coole Funktion ist eben halt diese Soft-Close-Geschichte. Das heißt, der zieht die Tür dann automatisch ran. Zeigen wir euch dann nachher nochmal im Detail. Und hier haben wir dieses erste große Easy Entry Fach. Das ist natürlich bei dem Fahrzeug wirklich enorm groß. Das heißt, egal ob ihr die Skier oder das Stand-Up-Paddle oder was auch immer hier reinpacken wollt, dann könnt ihr das einmal komplett auf dieser Seite durchreichen. Zu erwähnen wäre dann noch hier der Außengasanschluss, sodass ihr die Möglichkeit habt, auch im Außenbereich einen Gasgrill zu benutzen. Dann haben wir hier noch das Thema zur Reinigung, Spülung des Fäkaltanks. Das heißt, hier wird dann mit dem Gardena-System einfach draufgeklickt und ihr könnt den Fäkaltank spülen. Dann haben wir im weiteren Verlauf einmal das Thema mit dem AdBlue und natürlich das Ganze wieder mit dem Carthago Best View Spiegel. Auch dieses Fahrzeug hat wieder das Fahrerhaus-Sichtkonzept von Carthago, das in der DNA verankert ist. Das heißt, durch die abfallende Armaturenbrettlinie können wir bei diesem Fahrzeug schon nach 2,77 Meter auf die Straße schauen. Natürlich verfügt dieses Fahrzeug dann auch über eine Markise, sodass ihr es euch dann draußen gemütlich machen könnt. Die hat insgesamt 3 Meter im Auszug. Das ist also top. Ihr habt auch unten drunter nochmal eine Beleuchtungsleiste und hier im Bereich über der Tür habt ihr die Regenrinne mit der Außenbeleuchtung, was euch nochmal vor Tropfen oder lästigen Geräuschen schützt, wenn das dann auf die Treppe tropft oder sonstiges. Es wird einfach um die Tür herum abgeleitet. Das ist auch eine mega coole Sache. Und weil wir hier einen relativ hohen Einstieg bei dem Fahrzeug haben, haben wir also hier die elektrische Drittstufe. Die möchte ich euch natürlich auch mal zeigen. Die hat dann insgesamt 2 Schritte, sodass ihr problemlos in das Fahrzeug reinkommt und auch hier, um die Unfallgefahr zu mindern. Also ihr habt keinen allzu hohen Step rein ins Fahrzeug. Auf der Fahrerseite angekommen haben wir natürlich logischerweise unsere Fahrerhaustür mit der elektrischen Drittstufe, die dann den Zugang zum Fahrerhaus erleichtert. Hier auf der Seite haben wir dann den Tankdeckel für den 90 Liter Dieseltank. In dem Bereich, das ist die Gegenklappe zu dem anderen, was wir auf der anderen Seite haben. Das heißt, ihr könnt natürlich das Fahrzeug auch von hier aus beladen und habt in diesem Doppelboden bis zu 70 cm Höhe. Also da geht eigentlich fast alles rein. An der Stelle schließt sich dann die Toilettenkassette an. Wir haben hier nochmal eine kleine Besonderheit dabei. Das ist ein Fahrzeug mit einem Fäkaltank und einer Kassettentoilette. Das heißt, ihr könnt euch raussuchen, ob ihr auf Kurztrips nur die Kassette verwenden wollt. Wenn die Kassette voll ist, ist es rein theoretisch dann möglich, von innen die ganze Geschichte in den Fäkaltank umzupumpen. Das heißt, die Kassette ist voll, ihr habt keine Lust, die zu leeren oder bleibt länger dort an eurem Reiseort, dann könnt ihr einfach den Inhalt dieser Kassette in den Fäkaltank umpumpen. Flexibler geht's eigentlich nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Hersteller das noch haben sollte. Deswegen, das ist nochmal eine Besonderheit. Natürlich auch wieder mit dem SOG-System. Das heißt, ihr braucht im Prinzip keine Chemie für die Toilette. Alle Dämpfe werden oben über das Dach abgezogen. Wir haben hier keinen Aktivkohlefilter auf dieser Klappe. Das macht es natürlich unheimlich komfortabel.
An der Stelle kommen wir dann zum Gaskasten. Hier haben wir dann wieder den berühmt-berüchtigten Gaskasten, mit dem, ich sage immer so, Trabantschaltstock, der das Ganze oben hält, weil Gasdruckfedern hier nicht erlaubt sind. Natürlich verfügt ein Fahrzeug dieser Klasse immer über die Duo Control CS. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, 2x11 Kilo anzuschließen. Sollte die Betriebsflasche leer sein, wird es euch drinnen über die Fernanzeige angezeigt und der Regler schlägt automatisch auf die Reserveflasche um. Das bedeutet, ihr müsst in der Nacht nicht raus und die Gasflasche wechseln, damit die Heizung weiterläuft. Das funktioniert hier automatisch. Und das Schöne ist, er zeigt es euch drinnen an. Ihr wisst also sofort, eure Betriebsflasche ist alle. Das heißt, ihr stellt dann einfach auf die Reserveflasche um, dass die eure Betriebsflasche wird und tauscht eure Betriebsflasche aus und weiter geht's. An der Stelle haben wir dann den Heizungsausströmer. Das ist so gedacht, dass hier oben Frischluft angesaugt wird, die zur Verbrennung benötigt wird. Hier unten, wo meine Finger jetzt sind, kommen dann die heißen Abgase der Therme raus. Das ist also eine alte Warmwasserheizung. Bedeutet, ihr habt drinnen richtige Warmwasserheizkörper, sehr gut für Allergiker. Es wird kein Staub aufgewirbelt, sei es jetzt im Unterboden oder im Fahrzeug selbst. Dazu kommt, dass das Fahrzeug natürlich über eine Art Fußbodenheizungseffekt verfügt, dadurch, dass die Heizungsverrohrung und die Heizkörper größtenteils unten im Zwischenboden verbaut. An der Stelle haben wir dann den Zugang zum Frischwassertank. Das Fahrzeug fasst 235 Liter Frischwasser, also auch eine ganz coole Sache. Und dann passend zur Carthago DNA auf der Seite die gleich große Klappe wie auf der anderen Seite. Natürlich hat der Liner V2 auch wieder das Bus-Design-Heck. Und ihr könnt es wahrscheinlich schon vermuten anhand des Fensters, es handelt sich tatsächlich um einen Liner mit einer Hecksitzdgruppe. Das schauen wir uns aber dann gleich drinnen an. Ansonsten haben wir im hinteren Teil noch die Rückfahrkamera und natürlich auch wieder die Design-Heckleuchten mit dem Carthago C als Branding hier in LED ausgeführt. Also der Liner V2, den wir jetzt hier haben, den haben wir wieder einmal in diesem schönen Schullerweiß. Hier handelt es sich übrigens um einen Iveco. Das heißt, wir haben Hinterradantrieb, wir haben 207 PS an der Hinterachse mit einer Heckdifferentialsperre, so dass ihr wirklich für alle Fahrbahnbelege, die dieses Fahrzeug verkraften kann, ausgestattet seid. Dieses Fahrzeug gibt es im Übrigen auch als Fiat. Wichtig ist natürlich, ihr müsst euch immer entscheiden, was möchte ich mit dem Fahrzeug machen. Wenn ihr zum Beispiel einen PKW mitnehmen wollt, dann würde ich euch dieses Fahrzeug ans Herz legen, weil hier habt ihr 3,5 Tonnen Anhängelast. Beim Fiat könnt ihr weniger anhängen, weil wir haben hier eine Gesamtzugmasse von insgesamt 6,5 Tonnen. Bei einem Fahrzeug, das dann schon 5,8 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht hat, bleibt also nicht mehr allzu viel, um hinten dran zu hängen. Wenn ihr aber das Boot, wenn es von der Länge her passt, oder den PKW mitnehmen wollt, dann nehmt bitte den Iveco. Der lässt sich mit einer Anhängezugvorrichtung ausstatten und schon könnt ihr auch den PKW mit in Urlaub nehmen. Ansonsten wäre hier noch zu zeigen, bevor wir jetzt ins Fahrzeug gehen, haben wir hier nochmal eine Fliegenschutztür verbaut, die hier ganz einfach auch zu bedienen ist, so dass ihr die Fahrertür oder die Aufbautür auch auflassen könnt und habt trotzdem keine Insekten im Fahrzeug. Und jetzt sind wir im Innenraum von unserem Liner V2. Ich habe schon mal Platz genommen hier hinten in dieser super gemütlichen Hecksitzgruppe, die natürlich jede Menge Überraschungen bereithält. Also wir haben hier die L-Version, wie draußen bereits erwähnt. Das heißt, wir haben im hinteren Bereich nochmal 2 große Barschränke. Die Glasbar, die wirklich richtig stylisch aussieht. Und auch hier sind nochmal ausziehbare Fächer für Weinflaschen, Spirituosen, alles was ihr wollt, findet hier drinnen seinen Platz. Natürlich das wieder in gewohnter Carthago-Qualität, das heißt, wir haben den Vollholzmöbelbau mit diesen wunderschönen umlaufenden Stauschränken, wo richtig viel Platz ist, wo auch richtig was reingeht, die ihr natürlich benutzen könnt. Auch nochmal erwähnenswert sind hierbei diese Spots, also das Carthago-Beleuchtungskonzept ist wirklich einzigartig. Schaut euch das gerne mal an. Auf Messen sieht man es leider immer nicht so schön, weil die Fahrzeuge nochmal zusätzlich mit einer Messebeleuchtung ausgestattet werden. Aber hier in dem Bereich kann man es jetzt wirklich schön sehen. Also ein enorm lichtstarkes Beleuchtungskonzept und ihr wisst ja selber, Luxus definiert sich durch Raum- und Lichtverhältnisse. Somit kann ich auch sämtliche Leuchten, die ich hier im hinteren Bereich habe, dimmen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Dann habe ich diesen wunderschönen Tisch. Diesen Tisch kann ich natürlich so wie ich möchte in alle Richtungen verschieben. Und der absolute Clou ist, wenn man den Tisch jetzt einmal kurz anhebt und ihn jetzt nach unten drückt, könnte man hier eine komplette Liegefläche draus bauen oder eben das Bett, falls doch mal Übernachtungsgäste bei euch im Reisemobil zu Gast sind.
Das ist doch super. Auf der anderen Seite hier haben wir dann den TV. Der fährt dann hier elektrisch raus. Also ihr habt dann hier wirklich einen Schalter und da fährt dieser Fernseher dann raus. Da könnt ihr dann ganz normal Fernsehen gucken. Ihr habt hier auch wieder die Alphatronics Box drin. Das heißt Digitalkamera bis hin zur Spielekonsole könnt ihr alles hier anschließen. Und das ist doch mal echt ein Riesen-TV. Ich will behaupten, manch einer hat sowas zu Hause nicht. Hier fährt das Teil raus. Und schon kann's losgehen mit dem Fernsehabend. Aber das ist noch nicht alles. Wenn ihr dann hier auf dieser Fernsehliege Platz nehmt, seht ihr schon, dann habt ihr hier oben drauf so einen wunderschönen Schalter. Mit dem Schalter könnt ihr es euch also vor dem Fernseher richtig bequem machen. Ich fahre mich einfach vor und ihr seht schon, das wird richtig lang und ich kann mich hier richtig hinlümmeln. Mein Wein, da hinten ist die Bar. Ich hab's also nicht weit. Von daher könnte man hier an der Stelle Schluss machen, aber wir haben ja noch ein bisschen was wir euch zeigen wollen und damit geht's jetzt weiter. So, den Hecksitzbereich haben wir abgehakt. Das wollte ich euch noch mal zeigen. Wie gesagt, wir haben hier ein Vierraumkonzept, bestehend aus dem Wohnbereich im hinteren Teil. Dann kommt der Küchenbereich, den ich euch gleich zeige. Im vorderen Bereich haben wir dann noch Ankleidebereich und Nasszellenbereich und vorne das Schlafzimmer. Im Küchenbereich einmal angekommen, haben wir hier wieder den Kühlschrank mit der Doppelöffnung. Der ist natürlich super von der Fernsehliege aus zu bedienen. Das heißt, das Bier ist schnell griffbereit. Wenn ihr aber in der Küche zum Kochen hier seid, dann könnt ihr natürlich auch von hier aufmachen. Selbes ist natürlich oben bei dem Eisfach. Das lässt sich auch in beide Richtungen öffnen, also auch das gute Magnum-Eis, das könnt ihr hier hinten genießen. Ansonsten wäre es noch zu erwähnen, dass wir hier nochmal die Möglichkeit haben, das Ganze auszuziehen. Und achtet mal auf diesen Teil, das ist wirklich der Wahnsinn, wie schön das hier alles läuft. Und das zieht sich dann hier so weg. Und ihr habt hier nochmal ein separates Regalsystem, wo ihr verschiedene Sachen reinräumen könnt. Hier dahinter versteckt sich dann noch der Mülleimer, so dass ihr wirklich in allen Varianten die Möglichkeit habt, hier euch zu betun. Natürlich in dieser ganzen Küche haben wir wieder, wie bei anderen Fahrzeugen der Firma Carthago auch, diese herausziehbare Brause, die dann dafür geeignet ist, hier die Arbeitsfläche zu reinigen. Das Ganze natürlich auch wieder mit diesem wunderschönen Schneidbrett, das sich dann auch nochmal hier in die Ablage einfügen lässt. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr im Sitzbereich sitzt, hier Sachen aufzustellen, aber auch hier Sachen hinzustellen. Somit bleibt der Tisch frei für eure Urlaubsutensilien, Spiele oder sonstiges. An der Stelle hier oben haben wir dann die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine sitzt wieder auf so einem ausfahrbaren Schlitten. Und wir haben hier oben den Spiegel, so dass ihr die LEDs auch von hier unten bequem ablesen könnt und jederzeit wisst, ist mein Kaffee schon fertig oder braucht er noch Zeit. Natürlich gibt's noch weitere Details hier in der Küche. So haben wir hier auch wieder diesen wunderschönen 3-Flammenkocher mit den herausnehmbaren Gitterrosten. Wie gesagt, kein Drahtbügelgestell, sondern richtig Gusseisen. Das ist natürlich auch prima, wenn ihr den Kocher entsprechend reinigen wollt, könnt ihr das einfach rausnehmen. Dann könnt ihr unten die Fläche wischen und natürlich auch die Gitterroste wieder einzeln sauber machen. Dann im unteren Bereich haben wir dann diesen wunderschönen Backofen. Hier ist natürlich Platz für Pizza bis hin zum Kuchen. Falls die Oma mal im Urlaub vorbeikommt bei euch im Reisemobil, kann sie euch hier einen Rührkuchen backen. Ansonsten haben wir natürlich wieder die Schubladen mit dem Softclose versehen. Das heißt, wir haben hier schon eine integrierte Besteckschublade und das alles ist natürlich mit dem Softclose versehen. Und richtig cool ist, ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze mit der Zentralverriegelung zu verschließen. Die hängt natürlich auch am Zündschloss. Das heißt, sobald ihr die Zündung einschaltet, gehen hier hinten die Schränke zu. Euch kann hier während der Fahrt nichts mehr aufklappen. Es können keine Schubladen mehr auffahren. Und somit ist alles sicher und an Ort und Stelle. Dann habt ihr hier zusätzlich auch nochmal den Apothekerschrank. Der ist natürlich ultra praktisch. Hier findet alles seinen Platz und dann wird alles schlussbündig hinter dieser Blende verstaut. Im Bereich vor der Küche habt ihr dann wieder dieses Kellerfach, also den Zugang zu eurem Zwischenboden. Und ihr seht schon, hier geht jede Menge rein. Hier haben wir auch nochmal die Revisionsöffnung zum Abwassertank. Das hier ist der Schieber für das Umpumpsystem, was wir draußen schon bei der Kassettentoilette kurz erwähnt hatten. Und dann habt ihr hier wieder die Frostschutzventile und die beiden Ablasshähne. Natürlich gibt es dann im vorderen Bereich vor dieser Klappe einen weiteren Keller. Hier, das Teil, was ihr hier seht, ist der Wechselrichter. Das heißt, der sorgt für 230 Volt Netzstrom. Für den Fall, dass ihr nicht am Landstrom angestöpselt seid, kann dieses Teil dann 230 Volt aus euren Batterien generieren. Kommen wir dann zum Ankleide- bzw. zum Nasszellenbereich. Hier ist natürlich wieder zu erwähnen, diese mordsgroße Dusche.
mit diesem wunderschönen Plexiglas. Das heißt, selbst ich passe da prima rein. Das Duschinlay kann drinnen bleiben. Und wenn ihr das aber noch von eurer Stehhöhe her nicht reicht, könnt ihr das nochmal rausnehmen. Dann gewinnt ihr nochmal 4-5 Zentimeter dazu. Und ihr seht schon, ich bin nun nicht gerade der Schmalste, aber ich passe hier prima rein und kann hier auch perfekt duschen. Gleich im Bereich vor der Dusche schließt sich dann dieser wahnsinnig große Kleiderschrank an. Wie gesagt, wir haben hier den Ankleidebereich. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, hier in den Kleiderschrank zuzugreifen. Diese Tür wird gleichzeitig dann euer erster Raumtrenner sein, den ihr hier nochmal verschließen könnt. Und hier vorne im Bereich gibt es noch einen zweiten. So haben wir wieder den großen Vorteil, wenn von hinten einer in den Umkleide- bzw. Nasszellenbereich will, steht der nicht automatisch im Schlafzimmer. Das ist nämlich beim Liner 4 vorn und das zeigen wir euch dann gleich noch. Wie gesagt, ansonsten auf der Seite haben wir dann die Nasszelle mit dem tollen Designwaschbecken. Natürlich auch wieder jede Menge Schränke und auch eine 230 Volt Dose für den Föhn oder sonstiges. Auch die Toilette, die hier hat ein Keramik-Inlay, das ist eine richtige Keramiktoilette. Der Sitz oben drauf ist natürlich auch wieder drehbar. Und wir haben im unteren Bereich auch wieder einfach für den Mülleimer und im hinteren Bereich nochmal eine kleine Ablage. Jetzt bin ich vorne im Schlafbereich oder beziehungsweise dem Cockpit, weil wenn ihr das Cockpit dann am Reiseort nicht mehr braucht, wird das euer Schlafzimmer. Das heißt, das Fahrzeug wird hier vorne in dem Bereich umgebaut. Das funktioniert natürlich elektrisch. Wie das geht, zeige ich euch. Ich möchte vorher euch aber nochmal zeigen, hier habt ihr dann den Raumtrenner, mit dem ihr dann auch nochmal bis hier vorne hinzumachen könnt, sodass das Schlafzimmer wirklich separat auch nochmal abgeriegelt ist. Im unteren Bereich hier haben wir einmal diese Schränke. Diese Schränke sind logischerweise auch wieder mit dem Soft Close versehen, sodass die Schränke automatisch schließen. Außer diese hier, das ist eure Einstiegstreppe, die ihr dann benötigt, um in das Bett zu kommen. Und damit das natürlich kein verschenkter toter Raum ist, habt ihr hier nochmal 2 Klappen oben drüber. Wie gesagt, ansonsten ist das dann die Einstiegstreppe hier oben in euer Hubbett. Das heißt, wir machen die Treppe nochmal weg, klappen dann hier diese Sitze um. Wer es akkurat haben möchte, der hat jetzt noch die Möglichkeit, hier vorne dieses Cockpit komplett abzuriegeln. Das heißt, wir schieben einmal das Ganze hier nach vorne, ziehen auf der anderen Seite das raus. Dann haben wir hier nochmal so umklappbare Bürstenleisten, dass wirklich kein Lichtspalt durchkommt, also wirklich mitgedacht. Das heißt, wir schieben die nach oben und dann haben wir hier den Schalter, um das Hubbett entsprechend runterzulassen. Wie ihr sehen könnt, habe ich euch jetzt das Bett einmal gebaut. Im Übrigen, das hier sind die längsten Betten im Carthago Reisemobil, die es gibt in den verschiedenen Grundrissen. Also wir haben hier über 2 Meter Liegefläche. Das Fahrzeug gibt es auch nochmal mit TV im vorderen Bereich oder sogar für den einen oder anderen von euch, der im Urlaub noch ein bisschen was arbeiten will, gibt es den auch mit Homeoffice-Paket. Dann sind wir jetzt hier vorne in unserem schönen Iveco Cockpit, auch wieder mit dem Multifunktionslenkrad, mit den Bedientasten, so dass ihr eure Freisprecheinrichtung und auch den Tempomat von hier aus steuern könnt. Natürlich verfügt das Fahrzeug wieder über eine Automatikgetriebe, das ist eine Wandlerautomatik. Und in dem Bereich haben wir dann das große Pioneer mit dem aufgesetzten großen Display. Da wird eure Navi drauf abgespielt und ihr könnt euch das auch nochmal individualisieren. Könnt hier Hintergrundbilder, wenn ihr ein schönes Foto habt von euren Urlaubsreisen, auch als Hintergrundbild hier drauf machen. Auf der linken Seite neben dem Lenkrad, wie gewohnt bei Carthago, habt ihr den elektronischen Rückspiegel. Hier kommt es drauf an, wie viele Kameras so ein Fahrzeug hat. Ihr habt also die Möglichkeit, hier einmal die Rückfahrkamera zu machen, einmal den elektronischen Rückspiegel gerade nach hinten raus und manch einer möchte auch noch mal für den Abwassertank unten, also wo die Abwassertankstutzen sind, eine Kamera haben. Die wird dann auch hier drauf gelegt. Und hier wieder der Hinweis, wenn ihr jetzt richtig Bock drauf habt, heiß seid auf Reisemobil, auf mobiles Reisen generell, Reisemobile Dörr, wir können euch das bieten, wir wollen euch beraten, wir haben Bock auf euch, kommt zu uns und dann geht's los.